möchte ich sprechen mit Thomas Volk von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Er leitet die Abteilung Nahe Osten und Nordafrika. Guten Tag, Herr Volk, schön, dass Sie hier sind. Guten Tag. Es wird viel darüber gesprochen, dass auch Zivilisten verletzt wurden, unter anderem auch ein 8-jähriges Mädchen, und dass an so vielen verschiedenen Orten diese Explosionen stattgefunden haben. Ich finde, das zeigt aber auch vor allem, wie sehr Hisbollah-Terrorismus in der Zivilgesellschaft eben auch verstreut untergekommen ist, oder? Ganz genau. Gleichzeitig muss man natürlich auch den gesamten Kontext berücksichtigen. Die Hisbollah hat diesen Krieg gestartet. Sie hat seit dem 8. Oktober 23 im Grunde schon quasi täglich auf Israel Raketen abgefeuert. Bis heute ja über 7.000. Und nun steht eben diese Woche dieser Zwischenfall im Libanon in den Medien und in der Öffentlichkeit mit diesen ja spektakulären Vorfällen, muss man sagen, von dieser Woche. Erst die Pager, dann die Walkie-Talkies. Es sind natürlich jetzt alle im Libanon besorgt. Was könnte als nächstes geschehen? Welche nächsten Explosionen könnten überall in der Gesellschaft vorkommen? Das verunsichert natürlich derzeit die libanesische Bevölkerung. Es gab ja tausende Verletzte, etliche Tote, aber gleichzeitig muss man auch betonen, auch heute gab es wieder aus dem Libanon Raketenangriffe im Norden Israels. Und es zeigt eben, wie auf beiden Seiten die Spirale der Gewalt sich erhöht, wie die Eskalation voranschreitet mit einem völlig offenen Ausgang. Es kann nun zu einer enormen militärischen Eskalation und zu einem großen Flächenbrand in der Region kommen. Oder die Hisbollah entscheidet sich endlich, die kriegerischen Auseinandersetzungen einzustellen, sich über den Litani-Fluss zurückzuziehen und damit für Sicherheit in der Region zu sorgen. Es liegt also im Grunde derzeit vor allem an der Hisbollah, wie sich dieser Konflikt weiterentwickelt. Herr Volk, Sie haben es gerade angesprochen, seit dem 8. Oktober, dem Tag nach dem 7. Oktober, wird auf den Norden Israels von der Hisbollah geschossen. Die Hisbollah ist jetzt erstmal per se geschwächt bzw. verunsichert noch immer, aber haben sie über 20.000 Terrorismuskämpfer, sie haben über 30.000 Raketen. Wie geschwächt ist die Hisbollah denn wirklich? Ist sie nicht vielleicht eher sehr angestachelt, jetzt Rache zu nehmen? Die Hisbollah ist natürlich ein Mittel zum Zweck, auch und gerade für den Iran. Der Iran ist natürlich die Kraft, die hinter dieser gesamten Aggression in der Region steht. Und Israel sieht sich im Grunde einem 7-Fronten-Krieg ausgesetzt. Das ist ohne etwas dazu beigetragen zu haben, seit dem 7.10. führt. Gegen die Hamas im Gazastreifen, gegen die Houthis aus dem Jemen, die auch zuletzt letzte Woche erneut auf Israel Raketen abschossen, gegen schiitische Milizen aus Syrien und im Irak, gegen Terroristen in der Westbank, gegen die Hisbollah im Libanon und vor allem gegen den Iran. Wir erinnern uns alle an den großen Angriff vom April, wo über 65 Tonnen Sprengstoff auf Israel gerichtet waren mit über 300 Geschossen. Und seit der Ausschaltung des Hamas-Führers Haniyeh in Teheran vor einigen Wochen droht Iran ja bis heute Vergeltung zu üben und Israel abermals anzugreifen. Und die Hisbollah ist der wichtigste schiitische Akteur direkt an der Grenze zu Israel, der von Iran gelenkt wird, der finanziell und militärisch von Iran ausgerüstet wird. Und daher ist die Hisbollah natürlich nach den Ereignissen dieser Woche verunsichert. Man darf sich aber nichts vormachen. Sie verfügt über eine starke militärische Kapazität. Mindestens 150.000 Raketen sind in der Hand der Hisbollah. Ihre Radwan-Militäreinheit ist bis auf die Fußzehen militärisch ausgestattet. Sie kündigen an, Israel militärisch angreifen zu wollen, Israel sogar zerstören zu wollen. Und daher ist dieses Eskalationspotenzial eben derzeit so groß, weil die Hisbollah seit dem 8. Oktober ja auch zeigt, wie sie Israel tagtäglich terrorisiert. Herr Volk, Sie haben es gerade angesprochen, dass jetzt meine nächste Frage gewesen wäre. Israel befindet sich in einem Mehrfrontenkrieg und fast alle dieser Fronten erklären die Auslöschung Israels zu ihrem Ziel. Trotzdem ist die internationale Verbundenheit zu Israel nicht unbedingt sehr fest und auch die Unterstützung für Israel wackelt an den ein oder anderen Punkten. Woran meinen Sie, liegt das? Man könnte gerade aufgrund des Punktes, den Sie ansprechen, nämlich der internationalen zunehmenden Isolation Israels sogar von einer 8. Front sprechen, der sich Israel gegenübergestellt sieht, nämlich die internationale Öffentlichkeit. Es gab gestern wieder eine Abstimmung bei den Vereinten Nationen, wo es darum ging, die israelische Besatzung der palästinensischen Gebiete zu verurteilen. Da sah man, dass nur 14 Staaten im Grunde sich auf die Seite Israels stellten. Deutschland hat sich bei dieser Abstimmung enthalten. Das heißt, international gerät Israel zunehmend unter Druck. Und man muss
Aufpassen, Ursache und Wirkung in diesem Konflikt, der nun bald schon ein Jahr dauert. Wir nähern uns dem 7.10., dem ersten Jahrestag des barbarischen Angriffs der Hamas auf Israel. Israel wurde angegriffen am 7.10. und seitdem befindet sich Israel im Krieg, dem längsten in der israelischen Geschichte. Einem Krieg, der schon längst hätte beendet werden können, hätte die Hamas die Geiseln freigelassen, die immer noch in der Hand der Hamas im Gazastreifen sind, und hätte die Hisbollah ihren Beschuss auf Israel gar nicht erst begonnen, aber zumindest in der Zwischenzeit beendet. Dadurch, dass diese Aggressoren weiterhin Israel so attackieren, hat Israel das Recht zur Selbstverteidigung, und es bräuchte eine viel stärkere internationale Allianz, die deutlich macht, man muss sich an der Seite Israels positionieren, weil Israel hier der angegriffene Akteur ist. Vielen Dank für dieses Gespräch mit Thomas Volk von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Noch immer befinden sich über 100 Geiseln in den Händen der Terroristen im Gazastreifen. Danke für dieses Gespräch. Danke Ihnen.